Lara Croft ist die ikonischste Frau der Videospielgeschichte. Man kann über die Serie heutzutage sagen, was man will, aber wenn man eine Frau in knappen Shorts und Tanktops sieht, wird so manch einer in das Jahr 1996 zurücktransportiert. Abenteuerliche Erinnerungen an Tomb Raider werden dadurch freigesetzt. Es wurden antike Zivilisationen entdeckt, alte Grabstätten geplündert und Pyramiden bestiegen. Ich meine die Pyramide natürlich. Jedenfalls ist Lara Croft eines der bekanntesten und beliebtesten Figuren der Videospielgeschichte. Ich bin beschämt zugeben zu müssen, dass die gute Lara aber seit knapp 20 Jahren auf meinem Pile of Shame lag. Meine Kanalmitglieder haben es aber zum Glück geschafft, Lara Croft aus dem kargen, stinkenden Haufen herauszuziehen. Falls ihr euch fragt, wie ich es wagen konnte, die gute Frau Croft so lange warten zu lassen, ich hatte auch keine Ahnung. Dann habe ich das Spiel angefangen und mir ist sofort aufgefallen, wieso. Ich habe mich aber nicht unterkriegen lassen und bin jetzt bereit, mit euch das Spiel Schritt für Schritt durchzugehen. Unsere Reise wird wie immer mit Hintergrundwissen gespickt sein, sodass auch Tomb Raider-Veteranen hoffentlich nicht zu kurz kommen. In der Tomb Raider-Community ist es zudem ganz hoch im Kurs, die einzelnen Level auch zu ranken. Das gibt es von mir am Ende also auch noch dazu. Es erwartet euch also eine Menge Tomb Raider-Content bei. Was macht Tomb Raider 1 so besonders? Auch wenn Lara heutzutage hauptsächlich mit Crystal Dynamics in Verbindung gebracht wird, hatte Tomb Raider seine Anfänge bei einem relativ kleinen englischen Entwicklerstudio namens Core Design. Um genauer zu sein, hatte Lara ihre Anfänge in dem Kopf eines der britischen Entwickler namens Toby Gard. Der Name Lara Croft selbst stammt aber tatsächlich aus einem Telefonbuch. Die Entwickler wollten unbedingt einen erkennbaren britischen Namen und suchten Inspiration in den englischen gelben Seiten. Inspiriert von Indiana Jones und Prince of Persia sollte Lara eine starke weibliche Heldin darstellen. Im Designdokument wurde die Wahl für eine weibliche Hauptrolle aber noch ein bisschen widerlicher begründet. Der Hauptgrund, warum die Hauptfigur in diesem Spiel weiblich ist, liegt darin, dass es für das Auge angenehmer ist, ständig auf eine Frau zu schauen. Außerdem fühlt sich ein männlicher Spieler psychologisch stärker mit einer weiblichen Figur verbunden, oft aus einem gewissen machohaften, beschützenden Impuls heraus. Wie viele Spiele zu der Zeit waren also trotz der weiblichen Protagonistin eher die männlichen Spieler die anvisierte Zielgruppe? Lara wurde tatsächlich schon bevor Tomb Raider 1 überhaupt herauskam zu einer Ikone. 1996 wurde die Demo von Tomb Raider das erste Mal auf der E3 in Los Angeles vorgestellt. Später im gleichen Jahr wurde Tomb Raider zum Marketingfokus von Eidos, dem Publisher des Spiels, und 3 Models verkörperten Lara auf der europäischen Videospielmesse ECTS. Sie war ein sofortiger Hit bei den Teilnehmern der Messe. Generell war die Marketingkampagne von Tomb Raider unglaublich erfolgreich. Männliche Spieler sabberten schon bei den Gedanken, Lara bald schon steuern zu dürfen. Für weibliche Spieler stellte sie eine starke Heldin dar, die vor allem damals noch sehr selten waren. In der Werbung für das Spiel wurde Lara aber stark sexualisiert. Die Verkaufszahlen bestätigen die Effektivität dieser Herangehensweise. Ein Jahr nach Release wurden bereits 2,5 Millionen Einheiten des Spiels verkauft. Insgesamt verkaufte sich Lara Crofts erstes Abenteuer in Videospielform 7 Millionen Mal. Zum Vergleich, Tomb Raider 1 wurde öfters gekauft als die gesamte Silent Hill Hauptreihe. Das Marketing war also sehr erfolgreich. Trotzdem war vor allem der Schöpfer von Lara enttäuscht von den Promotionen. Lara Croft war Toby Gards Baby und er wollte eigentlich nicht sehen, dass sie so anzüglich dargestellt wird. Um ehrlich zu sein, macht der Gedanke mich echt krank. Stellt euch mal vor, ihr kreiert eine Figur, nur damit irgendwelche geldgierigen Anzugträger sie für Moneten fetischisieren können. Nichtsdestotrotz war Tomb Raider ein Erfolg bei den Fans und Kritikern. Mit einer Wertung von 91 auf Metacritic gehört Tomb Raider zu der Elite der PlayStation 1. Tatsächlich kam das Spiel aber als allererstes auf den Sega Saturn heraus.
Eidos hatte nämlich einen Deal mit Sega abgeschlossen. Releases auf der PlayStation 1 und dem PC folgten. Für mich war es gar nicht mal so einfach, das Spiel heutzutage ans Laufen zu bekommen. Die PS1-Disc, die ich extra für dieses Video kaufte, war total zerkratzt und nicht spielbar. Die GOG-Version von Tomb Raider war grottenschlecht. Ich konnte mein Aufnahmeprogramm nicht richtig starten und der Controller wurde einfach nicht erkannt. Obwohl ich zweimal für das Spiel bezahlt habe, muss ich trotzdem auf Emulation zurückgreifen. Retro Gaming zusammengefasst, leider. Themen der Entwicklung wie die Designphilosophie und die revolutionären Entwicklerprogramme werde ich im Laufe des Spieles behandeln. Wie immer werde ich mich lediglich auf die Story von Tomb Raider 1 fokussieren. Ich werde also keinen anderen Teil spoilern. Lasst uns das Abenteuer starten. Bevor wir in die Eröffnungsszene einsteigen, lohnt sich ein Blick in das Handbuch des Spiels. Ihr wisst schon, das kleine Büchlein, was jeder heutzutage vermisst, aber niemand damals gelesen hat. In dem steht nämlich drin, dass Lara die Tochter eines britischen Aristokraten namens Lord Henchingley Croft ist. Nachdem Lara in den unwirtlichen Weiten des Himalayas einen Flugzeugabsturz überlebt hatte und gezwungen war, auf sich allein gestellt zu überleben, wandte sie sich von ihrem privilegierten Leben ab. Dies geschah, als sie 21 war. Die folgenden 8 Jahre waren von vielen globalen Abenteuern geprägt. Ihre Familie entfremdete sich von ihr und Lara finanzierte ihre Abenteuer durch das Veröffentlichen von Büchern über ihre Erlebnisse. Durch ihre Entdeckungen wurde Lara auch ganz schön bekannt, was uns zu der Eröffnungsszene des Spiels führt. Was muss ein Mann tun, um solche Aufmerksamkeit von Ihnen zu kriegen? Schwer zu sagen, aber Sie machen sich bisher ganz gut. Na toll, obwohl ich eigentlich nicht derjenige bin, der Sie will. So? Leider nein. Miss Jacqueline Nadler sucht Sie, von Nadler Technologies. Wissen Sie? Die Schöpfer aller Herrlichkeit. Halt die Klappe, Larsen. Ma'am? Weiden Sie Ihre Augen daran, Lara. Na, werden Sie etwas neugierig? Wenn Geld alles ist, was Sie zu bieten haben. Dann wird Ihnen vielleicht das hier gefallen. Peru. Majestätische Bergketten, steile Wände aus blankem Eis, wilde Felsklüfte, heulende Winde und dann ist da noch das Skion, ein uraltes Artefakt mit geheimnisvollen Kräften, tief im verlorenen Grab des Qualopec verborgen. Dieses Schmuckstück will ich haben. Sie könnten morgen abreisen. Haben Sie morgen schon was vor? Der Start der Szene ist kryptisch und für einen Spieler zum ersten Mal nicht wirklich zu begreifen. Durch eine riesen Atomexplosion wird irgendein Artefakt freigesprengt. Dann wird enthüllt, dass der dunkle Magier aus Yu-Gi-Oh! Einfach in diesem Artefakt eingeschlossen ist. Danach sehen und hören wir Lara Croft zum ersten Mal. Schwer zu sagen, aber Sie machen sich bisher ganz gut. Na toll. Gesprochen wurde sie im Deutschen von Gabriele Libbach. Es kann gut sein, dass dir die Stimme bekannt vorkommt, auch ohne Tomb Raider gespielt zu haben. Sie ist nämlich die Stimme verschiedener Navigationssysteme und des automatisierten Staufunks des WDR. Freitag letzter Woche in Berlin. Der ukrainische Präsident Leonid Kutschma auf Arbeitsbesuch bei Bundeskanzler Schröder. Man kann über die deutsche Synchro sagen, was man will, aber in Amerika sagt dir nicht Lara Croft persönlich, dass es mal wieder auf der A3 Stau gibt und du mal wieder deine kurze Zeit auf dieser wundervollen Erde eingesperrt in einem motorisierten Kasten verschwenden musst. Lara wird jedenfalls von Jacqueline Nadler und ihrem Gehilfen Larsen ausfindig gemacht und angeheuert. Sie soll nach Peru reisen und das Skion aus einer uralten Grabstätte des Qualopecs bergen. Nadler haut halt Qualopec raus, als wenn wir alle wissen müssten, wer das ist. Qualopec ist kein uralter König der Mayas oder so, denn der Name wurde für dieses Spiel extra erfunden. Deswegen kann der Spieler jetzt noch nicht wissen, wer das ist. Im Laufe des Spiels findet man das aber noch heraus. Im Menü werden wir von einer wunderschönen Melodie begrüßt.
Das Menü mit den rotierenden 3D-Assets sieht schon echt cool aus, obwohl das Hintergrund-JPEG zeigt, dass das Spiel schon in die Jahre gekommen ist. Bevor wir aber ins eigentliche Spiel starten, gibt es noch ein richtig cooles Tutorial. Um sich mit der Steuerung von Lara vertraut zu machen, gibt es ein paar Trainingskurse im Hause von Lara, dem Croft Manor. Ich weiß, Lara wurde enterbt und finanziert sich jetzt angeblich ihr Leben durch Bücher. Falls sie aber nicht zufällig eine neue Herr der Ringe-Trilogie geschrieben hat, frage ich mich ernsthaft, ob Daddy nicht doch etwas finanzielle Unterstützung geleistet hat. Lara selbst erklärt dem Spieler, wie die Steuerung funktioniert. Okay, dann lass uns ein bisschen herumtoben. Drück die Sprungtaste. Die gute Frau Croft ist wohl einer der beweglichsten Videospielcharaktere ever, obwohl sie tatsächlich mit den gleichen Tank-Controls wie Resident Evil oder Silent Hill ausgestattet ist. Mir war gar nicht bewusst, wie beweglich und flexibel diese veraltete Steuerung sein kann. Das ist wie wenn die Oma nochmal ein paar heiße Schritte aufs Parkett legt und zu Helene Fischer abdanzt. Hätte nie gedacht, dass das alte Ding noch solche Moves drauf hat. Lara kann in alle 4 Himmelsrichtungen springen. Alles wundervoll in Szene gesetzt. Da die Entwickler nichts von Motion Capturing hielten, wurden Laras Moves handanimiert. Es ist echt witzig zu lesen, wie sehr die Entwickler über Motion Capturing lästerten. Ihr müsst wissen, heutzutage wird so gut wie jedes Spiel durch Mocap animiert. Über Laras verschiedene Moves reden wir noch genug im Hauptspiel. 2 Spezialtricks, die ich leider erst im Nachhinein herausgefunden habe, möchte ich euch aber kurz zeigen. Zuerst wäre da dieser wundervolle Handstand. Machen. Außerdem ist Lara in der Lage, einen eleganten Köpper ins Wasser zu machen. Nachdem Lara im Wasser geplanscht hat, endet das Tutorial. So, jetzt lege ich erstmal die nassen Sachen ab. Dieser Spruch in Bezug auf die nassen Sachen hat damals richtig für Furore in der Tomb Raider Community gesorgt. Viele Spieler dachten, es gäbe einen geheimen Code oder Cheat, um Lara auszuziehen. Den gibt es aber nicht, glaubt mir. Ich habe lange gesucht, der Wissenschaft zuliebe, versteht sich. Klar, es gibt Mods und Hacks für die PC-Version, die den Traum wahrmachen. Wie aber bereits erwähnt, sollten auch wir Spieler den Wunsch von dem Schöpfer respektieren und Lara nicht nur auf das Äußere reduzieren. Die Reise startet in einer verschneiten Bergkette Perus. Lara öffnet das gefundene Tor, aus dem Inneren platzen aber plötzlich Wölfe heraus, die ihren Guide namens Carlos angreifen. Unsere Heldin springt von dem Tor herunter und bietet uns eine sehr in die Jahre gekommene Action-Szene. Carlos hat's leider erwischt. Seinen Namen finden wir übrigens nur durch das Designdokument oder den offiziellen Prima-Guide heraus. Lara geht allein in die nun freigelegte Höhle. Als das Steintor hinter ihr schließt, zieht sie die Augenbraue hoch und das Abenteuer beginnt. Was einem direkt auffällt, ist der eher zurückhaltende Soundtrack am Anfang. Das gab mir sofort ein Gefühl der Isolation. Folgt Lara den Fußspuren der Wölfe, gelangt sie tiefer in die Höhle. Die erste Pfeilfalle wartet hier auf sie. Noch aber gar kein Ding für Lara, den Pfeilen auszuweichen. Es lohnt sich aber direkt am Anfang auch vom Hauptweg abzuweichen, denn das allererste Geheimnis verbirgt sich hier. Dieser befriedigende Sound wird immer abgespielt, sobald man ein sogenanntes Geheimnis entdeckt. In diesem Fall ist das Geheimnis ein kleines MIDI-Pack. Ich finde es genial, dass das erste Geheimnis so früh am Anfang platziert wurde. Dies weckte sofort meine Neugier und ich war entschlossen, die Geheimnisse dieses mysteriösen Ortes zu lüften. Sobald Lara weiter in die Höhle vordringt, kommen die ersten Gegner, die Fledermäuse. Diese kleinen Kreaturen stellen keine große Gefahr dar. Ein Schuss und weg sind
sind sie. Sobald Lara durch ein Loch springt, entdeckt sie die ersten Anzeichen menschengemachter Architektur. Das Design der Tür ist meiner Meinung nach klar von der Kunst der Inka, einem Ureinwohnervolk Perus, inspiriert. Eine Tür versperrt den Weg. Ein Blick auf den Kompass hilft absolut gar nicht. Am Anfang dachte ich die ganze Zeit, der Kompass würde anzeigen, wo Lara hin muss. Dem ist aber nicht so. Der Kompass zeigt nämlich immer nach Norden, so wie Kompasse in echt halt auch. Im Guide wird auch eine passable Begründung dafür geliefert. Das Feature ist also ohne Guide komplett nutzlos. Den Guide habe ich mir auch erst im Nachhinein geholt, da ich Tomb Raider so jungfräulich wie möglich erleben wollte. Im nächsten Abschnitt greifen Lara auch die ersten Wölfe an. Wenn man schlau handelt, was ich offensichtlich nicht tat, lohnt es sich, die Wölfe von oben zu killen. Da es kein Schieß-Tutorial gab, musste ich mich erstmal an die Mechanics gewöhnen. Lara aimt automatisch auf den Gegner, schießt aber auch einfach weiter auf Leichen, wenn man nicht das Schießen neu startet. Ihre Pistolen haben aber unendlich Munition, man wird also für das Massakrieren der Leichen nicht groß bestraft. An den Hängebrücken vorbei findet Lara dieses Skelett-JPEG. Da muss man sich jetzt schon dran gewöhnen. Viele Objekte in den Levels sind nicht 3D, sondern 2D und drehen sich einfach mit Lara mit. An den Hängebrücken vorbei gelangt man zu dieser zerstörten Steinbrücke. Ein violetter Kristall wartet auf der anderen Seite. Falls man aber wie ich den Sprung verkackt, wartet ein tollwütiger Bär am Boden. Der Bär stellt die erste richtige Herausforderung dar. Auch wenn der Kampf sehr unbeholfen aussieht, habe ich es mit Lara zusammen geschafft, den Bär zu erledigen. Wieder oben angekommen, finde ich heraus, dass der schwebende Kristall kein Schatz oder so ist. Das ist ein Speicherkristall. Das Speichern der PS1-Version war streng auf diese Kristalle limitiert. Ähnlich wie bei Resident Evil 1, nur noch strenger geregelt, da diese Kristalle teilweise echt spärlich verteilt wurden. Diese Limitierung gab es bei der PC-Version gar nicht. Man konnte jederzeit speichern. Ich weiß, Tomb Raider-Puristen werden mich dafür hassen, aber ich habe definitiv Quicksaves benutzt. Schreibt aber mal in die Kommentare, ob ihr mich richtig leiden sehen wollt. Wenn genug Interesse besteht, werde ich mir gerne Tomb Raider 1 auf der Original PS1 nochmal holen und dann in der reinsten Form, nur mit Speicherkristallen, durchspielen. Tiefer im Inneren muss Lara erneut gegen Wölfe kämpfen, diesmal in einem Tempel, der von Lilien überwuchert ist. Der Musikeinsatz, wenn ein Kampf beginnt, ist echt Bombe. Die Tür, die Lara hier öffnen muss, ist getimed. Sie muss schnell die Strukturen links vom Schalter überwinden, um durchzukommen. Fragt mich bitte nicht, wie die Inka durch Lehm, Holz und Steine eine zeitgesteuerte Tür gebaut haben. Nach dieser Tür folgt ein noch größerer Eingang, der auch wieder von einer Zeitschaltuhrtür versperrt wurde. Ist Lara auch hier schnell genug, schließt sie das erste Level der Kavernen ab. Ich war hier echt pisst, dass ich nicht alle Geheimnisse fand. Im Nachhinein weiß ich, dass ich einfach nicht gründlich genug gesucht habe. Beim allerersten Mal durchspielen weiß man aber auch gar nicht genau, wann das Level endet und wann nicht. Außerdem dachte ich anfangs noch, es gibt nur ein Geheimnis pro Level. Oh, wie ich mich irrte. Das zweite Level ist auch gleichzeitig das Demo-Level, was kurz nach dem Release über Zeitschriften verteilt wurde. Damals war es noch ziemlich wichtig für Publisher, ihre Spiele über Demos an den Mann zu bringen. Heutzutage kann man froh sein, wenn man noch vor Release überhaupt einen Gameplay-Trailer sieht, von einer Demo ganz zu schweigen. In diesen Teilen der Höhle finden wir nun auch verzierte Wände vor und Steinskulpturen der vergessenen Zivilisation, die hier irgendwann mal lebte. Hier macht sich zum ersten Mal das geniale Leveldesign von Tomb Raider bemerkbar. Ziel in dieser Area ist es, einen Schlüssel für diese Tür zu finden. Um dies zu erreichen, muss Lara mehrere verborgene Räume durchsuchen. Das Interieur der Räume lässt sofort erkennen, dass sie einst Wohnbereiche waren. Dieser Raum beispielsweise verfügt über eine kleine Feuerstelle und Lederhalterungen. Die darauffolgende Wand voller Totenköpfe zeigt aber, dass die zuvor hier lebenden Menschen vielleicht nicht die friedlichsten waren. Ich weiß nicht, eine Wand mit tausenden gruseligen Skelettschädeln direkt neben dem Schlafplatz ist, glaube ich, nicht so geil. Obwohl es auch erschreckendere Inneneinrichtungen gibt. Das mit den Totenköpfen wäre eher untypisch für eine Inka-Zivilisation. Die Maya waren um einiges bekannter für die künstlerischen Darstellungen von Totenköpfen.
Köpfen. Es handelt sich hierbei sowieso um eine fiktive Zivilisation, die von dem fiktiven Qualopec geleitet wurde. Im nächsten Raum findet Lara ein paar alte Vasen und einen Skelettschlüssel. Ich dachte wirklich, ich mache hier irgendetwas falsch. Ständig versuchte ich, eine Vase aufzunehmen, aber das ging nicht. Bis auf Story- oder puzzlerelevante Gegenstände kann Lara nichts plündern. In einem Spiel namens Grabstättenplünderer kann man keine Grabstätten plündern. Ich bin sad. Vor allem dachte ich, als ich diesen kleinen Mannequin hier aufnahm, dass ich doch plündern kann, aber dem ist nicht so. Den braucht man später für eine Tür. In der Mitte des Gebiets findet sich noch ein Wasserloch. Das führt zu einem kleinen Pool und einem versteckten Medipack. Nachdem Lara den Skelettschlüssel benutzt, findet sie diese beeindruckenden Bauten vor. Dass hier rote Akzente gesetzt wurden, ist kein Zufall. Für die Mayas war Rot eine Farbe, die Tod und Wiedergeburt signalisierte. Grabstätten wurden oft in Zinnoberrot gestrichen. Da Lara schließlich eine Grabstätte sucht, ist die Farbe sehr passend. In dem Inneren muss Lara jetzt verschiedene Plattformen überwinden, um die Türen unten am Gebäude Stück für Stück zu öffnen. Das Spiel ist sogar so lieb und hat unter den Springsektionen immer einen Pool platziert, sodass Lara im Wasser landet, falls man verkackt. Glaub mir. Später ist das Game nicht mehr so nett. Dies wirkt beinahe wie ein weiteres Tutorial, in dem Spieler ihre Kontrolle über Lara weiter verfeinern können. Nach einer Reihe von schwingenden Fallen, die einen übrigens insta-killen können, gelangt man zu dieser Tür. Das Spiel nimmt einen dann aber so richtig hops, denn der Schalter neben der Tür aktiviert eine Falle und Lara landet in einem Wasserbecken. Am Ende wartet einfach ein Bär auf Lara, der das Becken und die Säulen wunderbar nutzt, um ihr das Leben schwer zu machen. Blöder Bär. Die inneren Räume werden zunehmend schöner und aufwendiger verziert. Zu den roten Akzenten gesellen sich nun auch orangefarbene, als wollten sie die hohe Bedeutung dieser Städte für die vergessene Zivilisation unterstreichen. Hier muss Lara dann übrigens den kleinen Mannequin von eben einsetzen. Die Stadt Vilcabamba ist somit abgeschlossen. Im nächsten Level geht's dann richtig los. Direkt am Anfang verrät einen das Spiel, so wie vorhin am Schalter. Bisher war Wasser eigentlich immer ein sicheres Auffangnetz für Lara, aber nicht hier. Sie wird sofort von einem unausweichlichen Sog erfasst und an einem Wasserfall heruntergeschmissen. Hier warten dann auch noch Wölfe auf Lara. Immer wenn Lara wieder hochgeht und verkackt, muss man wieder hochsteigen und von vorne anfangen. Als Bloodborne die Abstimmung verloren und Tomb Raider gewonnen hatte, dachte ich, mich erwartet eine chillige Spielzeit. Flöte gepfiffen. Es gibt nichts Frustrierenderes, als einen Sprung zu verkacken und diesen blöden Wasserfall wieder hochklettern zu müssen. Der größte Witz dabei ist auch noch, dass man noch gar nicht da hochklettern muss. Ziel ist nämlich hier diese Maschinerie zu reparieren, uns fehlen aber die Zahnräder dafür. Es gibt aber einen Trostpreis. Lara findet hier eine neue Waffe, die Shotgun. Schlägt sich Lara durch ein paar verzwickte Höhlenpassagen, kommt sie bei diesem grünen Tal heraus. Was jetzt passiert, hat mich wirklich geschockt. Ein roter Raptor streift hier einfach mir nichts, dir nichts herum. Lara streckt ihn aber einfach nieder, ohne irgendetwas zu sagen. Sie findet einfach die größte archäologische Entdeckung aller Zeiten und denkt sich, Pistole macht Bum Bum. Die Shotgun war hier übrigens ganz nützlich. Das Spiel setzt aber tatsächlich noch einen drauf. Aus dem Nichts kommt plötzlich ein T-Rex und stellt sich Lara in den Weg. Das war wirklich meisterhaft in Szene gesetzt. Obwohl mich der Moment noch härter gecatcht hätte, wären die Raptoren vorher nicht gewesen. Wie eine heroische femme fatale hat sich Lara dem Dino gestellt. Mensch gegen Biest, Kopf an Kopf. Nein, Spaß. Hab mir sofort den Highground gesucht und den Dino so hops genommen. In dem Tal hier gibt es viel zu erkunden. Unzählige Nischen, in denen sich Zeugs und böse Raptoren verstecken. Dieses Tal hier gefällt mir wirklich sehr. Mal ganz von den unglaublichen Coolness-Faktor, den die Saurier einfach mit sich bringen, abgesehen. Hier findet Lara alle 3 Zahnräder, die sie an der Maschinerie einsetzen muss. Damit lässt es sich bedienen und das Wasser wird umgeleitet. Diese Art von Leveldesign gefällt mir unglaublich gut. Man geht heraus in das Tal und sucht Items, die dann ganz am Anfang des Levels wichtig sind. Lara steigt in das gefährliche Territorium der Dinos, um einen Weg freizulegen, nicht wegen der Dinos selbst.
Die Umleitung des Wassers sorgt vor allem dafür, dass der Wasserfall verschwindet und Lara dort hindurch kann. Das verlorene Tal wäre auch ohne die Dinos ein wirklich klasse Level gewesen. Die Dinos haben den Ganzen aber die Krone aufgesetzt. Spätestens jetzt hatte mich Tomb Raider komplett gefesselt. Manche Spieler oder Spielerinnen würde es vielleicht stören, dass hier von der Realität abgewichen wurde. Für mich hat es das Spiel aber tausendmal interessanter gemacht. Denn wenn schon Dinos auf Lara losgelassen werden, wer weiß, was sonst noch so auf sie lauert. Das nächste Level ist die Grabstätte von Qualopec. Lara startet in diesem quadratischen Raum und trifft erstmal auf den schlimmsten Gegner des Spiels. Ohne Witz, das Game ist so konzipiert, dass die rollenden Steine Lara meistens erstmal hops nehmen. Hier in dem Gang zum Beispiel ist es extrem schwer zu fliehen, wenn man nicht davor schon weiß, dass der Stein kommt. Geht Lara den Gang komplett hoch, sieht sie ihr Ziel, die Scion. Lara muss sich jetzt durch die Wege rechts und links kämpfen, um einen Weg zur Scion zu öffnen. Erwähnenswert ist definitiv, dass die Grabstätte komplett bunt verziert wurde. Nachdem Lara fast von einem Rudel Wölfe hops genommen wird, kann sie das erste Mal einen Block verschieben. Blöcke, die Lara verschieben kann, sind immer ein wenig anders gefärbt als der Rest. Gutes Game Design an der Stelle. Hier erwarten Lara auch zum ersten Mal Stacheln, die den Spieler punishen, sollte er den Sprung verkacken. Der Raum mit der Scion selbst ist richtig creepy. In der Mitte sitzt ein Skelett auf einem Thron, vermutlich Qualopec. Er wird von zwei furchterregenden Mumien bewacht, von denen die linke Lara tatsächlich anschaut und mit dem Kopf verfolgt. Angeblich stürzt diese Mumie auch auf Lara, das habe ich aber selbst nicht gesehen. Sobald Lara sich die Scion schnappt, fangen die Wände plötzlich an zu ruckeln. Anscheinend aktivierte Lara irgendetwas und eine Selbstzerstörungssequenz der Grabstätte wurde aktiviert. Hat Umbrella die Grabstätte gebaut oder was? Wie dem auch sei, Lara flieht aus dem Grab ins Wasser. Beim Auftauchen begrüßt sie Larsen mit seiner Knarre. Er eröffnet das Feuer. Nettler hat Lara anscheinend verraten. Trotzdem triumphiert unsere Heldin. Ja, jetzt haben Sie meine volle Aufmerksamkeit. Aber ob ich auch Ihre habe? Hallo? Wart's ab, wenn ich dich in die Finger kriege. Natürlich. Du und das dämliche Stück vom Scion. Wenn du's unbedingt behalten willst, stopf ich's dir in deinen verdammten... Moment, sprechen wir gerade über das Artefakt? Darauf kannst du Gift nehmen. Moment, tut mir leid. Sie sagten Stück. Wo ist dann der Rest? Miss Nadler hat Pierre Dupont darauf angesetzt. Und wo sucht er danach? Ha, den erwischst du nie. Sie meinen also, das Gerede hier hält mich nur auf? Keine Ahnung, wo seine krummen Ganovenbeine ihn hingebracht haben. Da müssen Sie Miss Nadler fragen. Danke, das werde ich tun. Keine Ahnung, wo seine krummen Ganovenbeine ihn hingebracht haben. Junge, was für ein geiles Writing. Werde ich mir definitiv merken. Wenn Madame O1 mich das nächste Mal fragt, wo unser Baby ist... Keine Ahnung, wo seine krummen Ganovenbeine ihn hingebracht haben. Laras Fund ist also nur ein Teil der Scion. Nettler hat einen Ganoven namens Pierre Dupont auf das Teil angesetzt. Lara findet jetzt auf die over-the-topste Art und Weise heraus, wo sich das zweite Teil der Scion befindet. Hier im Prachtbau des heiligen Franziskus quälen mich neue Versuchungen. Meine Brüder munkeln, dass unter unserer Abtei der Körper des Tirokan begraben ruht. Einer der drei mythischen Herrscher des verlorenen Erdteils Atlantis. Und dass ein Stück des atlantischen Erbes bei ihm liegt. Ein Anhänger, der zwischen den drei Herrschern des untergegangenen Erdteils Atlantis aufgeteilt wurde, um seine unermesslichen Kräfte im Zaum zu halten. Kräfte jenseits derer des Allmächtigen, des Schöpfers. Mir wird schwindlig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Selbst liegen. Jede Nacht geißle ich mich, um mir die Vorstellung auszutreiben, aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung.
Pierre, du Umweltverschmutzer. In einem Büro von Nadler Technologies, vermutlich das Büro von Nadler selbst, findet Lara ein Buch. Der Inhalt führt sie nach Griechenland in ein verlassenes Kloster. Bevor ich überhaupt dazu in der Lage war, mir einen Überblick zu verschaffen, haben mich direkt 2 Löwen hops genommen. Ja, Löwen in Griechenland, what the fuck? Löwen sind ein krasses Upgrade im Vergleich zu den Wölfen. Sie halten einiges mehr aus und beißen Lara auch mehrmals hintereinander, wenn man nicht aufpasst. Das Design des Levels ist wieder mal schön auf das Theme abgestimmt. Alles, was man von antiken griechischen Bauweisen erwartet, findet man hier wieder. Säulen, verschiedene griechische Buchstaben als Verzierungen und vieles mehr. In dieser Klosterruine gibt es eine echt coole Springherausforderung, an deren Ende ein Geheimnis auf Lara wartet. Lara muss nämlich, um nach ganz oben zu kommen, mehrmals von Vorsprüngen mit Gefällen abspringen. Wenn man so blöd ist wie ich, muss man das sogar zweimal machen, wenn man durch den Boden rechts fällt. Sobald Lara etwas tiefer in die Klosterruine eindringt, greift sie ein Gorilla an. Der behaarte Kerl hält sogar mehr Schüsse aus als die Löwen und kann klettern. Bisher war jeder Gegner, bis auf die Fledermäuse, leicht auszuspielen, indem er mit Lara den Highground sucht. Nicht mit den Gorillas. Ach ja, und Gorillas sind natürlich auch nicht heimisch in Griechenland. Schade irgendwie, in Peru waren die Tiere noch passend zu der Umgebung. Minus den Dinos, versteht sich. Die gezeigten Wölfe existieren so auch nicht in Peru. Grauwölfe in Peru sind für mich aber leichter vorzustellen als Löwen und Gorillas in Griechenland. Lara muss in den Raum hier eigentlich nur einen Schalter betätigen. Sobald sie den Raum verlässt, kreuzen krumme Ganovenbeine ihren Weg. Pierre Dupont greift sie an. Pierre hält insgesamt 20 Schüsse aus, 5 mehr als die Gorillas. Danach stirbt er aber nicht. Pierre verschwindet lediglich hinter einer Säule. Der nun freigelegte Weg lässt Lara in einen Wasserkanal hinabrutschen. Hier wartet ein Krokodil auf sie. Unterwasserkämpfen ist in Tomb Raider 1 nicht möglich, was dieses Kroko um einiges gefährlicher macht. Lara kann allerdings das Wasser des Kanals abstellen und das Biest erledigen. Krokodile sind ebenfalls in Griechenland nicht heimisch. Der Wasserkanal mündet in den Hauptraum des Levels. Es gibt 4 verschiedene Türen, auf denen Namen abgebildet sind. Thor, Damokles, Neptun und Atlas. Bevor Thor als blonder Marvel-Schönling bekannt wurde, war er in der nordischen Mythologie als hammerschwingender Donnergott bekannt. In seinem Raum warten dementsprechende Fallen auf Lara. Eine Blitzfalle und ein Riesenhammer. Überwindet Lara die Fallen erfolgreich, findet sie einen Schlüssel. In dem Raum von Damokles warten mehrere schwebende Schwerter auf Lara, die ihr noch nichts tun. Die Geschichte des Damokles handelt von einem gleichnamigen Höfling, der im 4. Jahrhundert vor Christus von Reichtum und Macht träumte. Er fragte seinen König Dionysos II., ob er nicht auch in dessen Luxus leben könnte. Dieser erfüllte ihm seinen Wunsch unter einer Bedingung. Ein Schwert baumelte über den Thron, auf dem Damokles saß, befestigt an nur einem einzigen Pferdehaar. Die Bedrohung des Schwertes quälte Damokles so sehr, dass er den Thron schnell wieder aufgab. Seit jeher gilt die Geschichte als eine Metapher dafür, dass mit Macht auch eine große Verantwortung und Risiko einhergeht. Inwiefern das mit dem Raum mit schwebenden Schwertern zusammenhängt, brauche ich wohl nicht explizit zu erklären. Sobald Lara den Schlüssel aufnimmt, fallen die Schwerter von oben herab. Atlas ist eine Figur der griechischen Mythologie, kein Gott, sondern ein Titan. Auch wenn heutzutage das klassische Bild des Atlas, der die Erde trägt, verbreitet ist, trägt er in der Mythologie eigentlich den Himmel. Er wurde von Zeus mit dieser Aufgabe bestraft. Moderne Interpretationen stellen Atlas allerdings immer mit der Erdkugel dar. Dieses Bild reflektiert der Raum in Tomb Raider, denn hier wollen uns 2 Steinkugeln hops nehmen. Neptun war in der römischen Mythologie der Gott des Meeres. Entsprechend ist sein Raum auch mit Wasser gefüllt. Bis auf dass alle 4 Figuren aus der Antike sind, sehe ich keinen thematischen Zusammenhang. Im antiken Griechenland waren lediglich Damokles und Atlas ein Thema. Thor und Neptun waren Gottheiten, die im antiken Griechenland
Griechenland garantiert keine Anerkennung erhielten. Klar, heutzutage schmeißen wir zum Beispiel Neptun und Poseidon zusammen. Ich wette, die damaligen Menschen hätten damit aber ein Problem gehabt. Ein Kloster impliziert für mich auch, dass zumindest Teile dieser Städte von Christen gebaut wurden. Hier treffen viele Glaubensrichtungen und Mythologien zusammen. Für mich scheint es, als hätten die Entwickler bewusst populäre, leicht wiedererkennbare antike Figuren eingesetzt. Um ehrlich zu sein, vermute ich, dass kein großer Gedanke an einen thematisch übergreifenden Zusammenhang verschwendet wurde. Mit allen 4 Schlüsseln im Schlepptau kann Lara das Level beenden. Das nächste Level startet mit einem kleinen Wassersegment, bevor dann eine große Arena enthüllt wird. Dieses Level heißt auch passenderweise Kolosseum. Hier wartet neben Löwen auch wieder Pierre auf Lara. Ich schwöre, die Stalker-Gegner in Tomb Raider sind einfach abfuckender als die in Resident Evil. Pierre ist unglaublich nervig. Mr. X ist nichts dagegen. An den Wänden des Kolosseums sind interessante Malereien. Solche sogenannten Fresken waren in Rom und Griechenland der Antike sehr beliebt. Sie stellten oft mythologische Figuren dar, aber auch, wie hier, das Alltagsleben. Obwohl Lara sich eigentlich in Griechenland befindet, erinnert die Kunst des Fresko eher an italienische Fresken der Renaissance. Innerhalb des griechischen Klosters gibt es also afrikanische Tiere, ein römisches Kolosseum mit italienischen Fresken aus der Renaissance. Trotzdem ist das Unrealistischste an Tomb Raider immer noch die Tatsache, dass eine reiche, verwöhnte Göre was aus ihrem Leben macht, anstatt nur auf Daddys Kosten Spaß zu haben. Lara muss das Kolosseum Schritt für Schritt erkunden und Bereiche freischalten, um schlussendlich wieder mal in einem Wasserkanal mit Krokus zu landen. Das Level endet dann auch tatsächlich im Wasser. Das darauffolgende Level namens Palast von Midas startet auch sofort in einem Pool mit einem wunderschönen Delfinfresko. Vor allem im pompösen Villen des antiken Roms waren solche Fresken beliebt. In diesem Level ist die zentrale Aufgabe, 3 Goldbarren zu finden. Um an die Barren heranzukommen, müssen Türen anhand von Hebeln geöffnet werden. Das Spiel möchte, dass die Hebelkombination korrespondierend zur Tür eingegeben wird. Das wird aber nirgendwo beschrieben. Die Hebelkombination steht auf dem jeweiligen Türen drauf. Bei dieser Tür hier zum Beispiel muss die erste Hebelposition geraten werden. Omega heißt Hebel oben, Y, dass der Hebel unten sein muss. Der Weg zu den Barren ist natürlich wieder mit vielen Fallen gespickt, darunter auch diese neue Feuerfalle, die den Spieler zwingt, ins Wasser zu springen, falls man einen Fehler gemacht hat. Die Jagd nach den Goldbarren führt einen auch in diese Art Therme, in der Krokus und Gorillas auf Lara warten. Generell ist dieses Level extrem groß. Falls man beim Spielen eine Pause einlegt, kann es schnell passieren, dass man vergisst, wo man ist und hin muss. Die Entwickler haben eigentlich geplant, eine innovative 3D-Karte einzuführen, die lediglich das bereits erkundete Gebiet zeigt. Aufgrund von Zeitdruck und der limitierten Hardware wurde dies aber verworfen. Der Palast von Midas beinhaltet auch einen kleinen Garten. In einem versteckten kleinen Abteil des Gartens kann Lara die Magnums finden. Eine stärkere Version der Pistolen, die aber langsamer schießt und Munition verbraucht. Um ehrlich zu sein, hatte ich aber nie Munitionsprobleme. Bei der Recherche für das Spiel habe ich herausgefunden, dass jede Waffe mehrmals gefunden werden kann. Ich hätte nämlich die Magnums auch schon bereits im Kolosseum finden können. Dass die Entwickler das eingebaut haben, finde ich klasse. So wird sichergestellt, dass der Spieler früher oder später jede Waffe einsammeln kann. Ich hatte nämlich schon Sorge gehabt, da man bereits Magnum und auch Uzi-Munition einsammeln konnte, ich aber noch keine der Waffen in Besitz hatte. Nach langer Sucherei hat Lara endlich die Barren gefunden und dann fällt mir auf, dass das gar keine Goldbarren sind, sondern Bleibarren. Das Spiel möchte aber unbedingt, dass Lara Goldbarren in diese Wand einsetzt. Ich bin aber dann zum Glück aus Zufall auf die Lösung gekommen. Lara muss tatsächlich die Bleibarren an der Hand nutzen, um diese zu Gold zu machen. Wie der Name hinter der Hand auch schon verrät, ist dies die Hand des Midas. König Midas war eine Figur aus der griechischen Mythologie. Er wünschte sich von den Göttern, dass alles, was er berührte, zu Gold wird. Die offensichtlichen Nachteile dessen hat er relativ schnell gespürt, da sein Essen und sogar seine Tochter auch zu Gold wurden. In Tomb Raider hat die Statue von Midas dieselben Kräfte. Aus 2 Gründen fand
fand ich es sehr schwer, auf die Lösung dieses Rätsels zu kommen. Erstens, ich kannte zuvor die Geschichte des König Midas einfach nicht. Zweitens, das ist meiner Meinung nach das erste Mal, dass übernatürliche Kräfte eingesetzt werden. Ich weiß, die Dinos sind nicht gerade normal, aber für mich liegen zwischen Echsen und Goldmagie noch Welten. Mit den 3 Goldbarren kann Lara aber nun wirklich den Palast des Midas verlassen. Kaum hat Lara das Kolosseum hinter sich gelassen, findet sie sich in einem Labyrinth aus antiken Wasserwegen wieder. Willkommen in der Zisterne. Direkt zu Beginn Ratten. Überall Ratten. Keine Löwen, keine Gorillas, nur diese nervigen Nager. Die Wände sind alle etwas grün angefressen und auch das Wasser sieht sehr ungesund aus. In diesem Level zeigt Tomb Raider, wie vielfältig das Leveldesign ausfallen kann. Lara muss hier nämlich einen antiken Klempner spielen und den Wasserpegel steuern, um bestimmte Bereiche des Levels erkunden zu können. Natürlich gibt es auch neben den Nagern Krokodile, die versuchen, Lara von ihren Zielen abzuhalten. 2 Silber- und 1 Goldschlüssel sind in der labyrinthartigen Zisterne versteckt. Das Plattforming wird langsam richtig anspruchsvoll. Pierre greift Lara zwischendurch auch immer mal wieder an. Sobald Lara die 3 Schlüssel gefunden hat und kurz vor dem Ende des Levels steht, trollt das Spiel nochmal so richtig. Um das Level zu beenden, muss Lara eigentlich nur diesen Block verschieben und reinspringen. Betätigt sie den Hebel hier stattdessen, kommen 3 Löwen angelaufen und attackieren sie. Das Ganze führt dann aber wenigstens zu einem versteckten Medipack und Munition. Die Zisterne war ein richtig cooles Level, in dem Lara ihren inneren, antiken Mario entfalten konnte. Das nächste Level startet wieder unter Wasser und mündet später in einen größeren Kanalisationsbereich. Ein paar Fallen und Kletteraktionen später findet sich Lara in einem kleinen Hub wieder. Hier muss Lara mittels eines Blocks und Druckplatten verschiedene Räume öffnen. Diese Räume haben aber diesmal kein spektakuläres Theme, im Gegensatz zum Tor- oder Neptunraum zum Beispiel. In diesem Bereich muss Lara 2 Schlüssel finden, um dann mit einer Rampe aus einem in die Wand gehauenen Gesicht gespuckt zu werden. Lara steht nun vor einem imposanten Eingang. 2 Statuen von Zentauren zu Laras linken und rechten Seite. Um diese Tür zu öffnen, muss Lara 2 Hebel in dem Bereich des Sees finden. Sobald sie zur Tür zurückkehrt, erlebt sie Folgendes. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass Tomb Raider creepy Body-Horror-Zentauren hat und ich bis jetzt gewartet habe, um das Spiel durchzuspielen. Wisst ihr, als Gamer wird man im Laufe der Jahre ja schon zwischendurch für Spiele gespoilert, die man noch gar nicht gespielt hat. Aber dieses heftige Ereignis hat anscheinend jeder für sich behalten. Der Zentaur schießt ekelhafte, explodierende Fleischbälle auf Lara, ist schnell, wendig und hält viel aus. Mit Abstand der anspruchsvollste Gegner bis jetzt. Ach ja, und wenn er stirbt, explodiert er auch noch. Hinter der Tür wartet dann auch noch Pierre auf Lara, dessen krummen Ganovenjahre nun endlich gezählt sind. Von ihm erhält Lara den 2. Teil der Skion. Einen Schlüssel droppt er auch, mit dem Lara das Innere der Grabstätte öffnen kann. Hier ruht Tihocan, einer der 2 gerechten Herrscher von Atlantis, die selbst nach der Heimsuchung des Erdteils trachteten, in diesem kargen fremden Land gut zu regieren. Er starb ohne Kind und sein Wissen wurde nicht weitergegeben. Sei gnädig mit uns, Tihocan. Tihocan war einer der 2 Herrscher von Atlantis. Der andere war wahrscheinlich Qualopec, dessen Grabstätte Lara bereits plünderte. Irgendetwas vertrieb die beiden aus Atlantis und bewegte sie dazu, ihre Zivilisation in Peru und Griechenland aufzubauen. Nachdem Lara die Bilder an der Wand entschlüsselt, erhält sie eine Vision.
Okay, das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Während die Vision startet, flashen eine Menge Bilder auf den Screen. Ich habe öfters pausiert. Die Bilder repräsentieren einfach ein paar antike Zivilisationen und Gegner wie Dinos und Löwen, die wir im Spiel treffen. Die eigentliche Cutscene fokussiert 3 verdunkelte Personen, die klar als Herrscher über eine Pyramide dargestellt werden. Die Pyramide soll wahrscheinlich Atlantis darstellen. Anstatt wie auf der Wand vorhin beschrieben, werden 3 Herrscher in Roben dargestellt. Neben Qualopec und Tihucan gab es also noch einen oder eine dritte. Irgendetwas passierte zwischen den dreien, weswegen einer in Ketten landete, Atlantis unterging und die dritte Skion weggeschleudert wurde. Meiner Meinung nach wird auch dargestellt, wie einer der 3 seinen Skion-Teil nutzt, um irgendeine Kreatur zu erwecken. Lara schließt aus der Vision auf den Fundort des dritten Teils der Skion, Ägypten. Ägypten hat direkt einen ganz anderen Touch und unterscheidet sich gut von den 2 Orten zuvor. Die ganze Umgebung ist mit Sand bedeckt und die Wände sowie Blöcke mit Hieroglyphen verziert. Das Level startet mit einem kleinen Blockpuzzle, bis wir dann auf einen neuen Gegner treffen, den Puma. Der Puma ist eine etwas stärkere Version vom Löwen. Die Entwickler haben bei den Tieren auch wirklich auf alles geschissen. Puma gibt es in Ägypten nicht, dafür aber Leoparden. Was es hier ebenfalls gibt, ist eine Sphinx, dessen Gesicht ein paar Mal zu viel auf den Boden gefallen ist. Das ist die Sphinx, die dich zu Hause erwartet, wenn du deine Mutter fragst, ob ihr die Sphinx besuchen könnt und deine Mama dir sagt, dass ihr die Sphinx schon zu Hause habt. Ernsthaft. Das Gesicht dieser Sphinx ist flacher als die Hügel deiner multiplen Felder in Holland. Sobald man der Sphinx zu nahe kommt, greift Lara eine herumspringende Mumie an. Das Ägypten-Level fackelt also nicht lange herum und packt direkt die übernatürlichen Gegner aus. Ich habe aber die leichte Befürchtung, dass es sich bei der Mumie lediglich um einen Reskin des Affens handelt. Das Herumgehüpfe sieht schon sehr ähnlich aus. Hier kann Lara auf einer Erhöhung Bereiche des Levels sehen, zu denen sie noch keinen Zugang hat. Mich hat es ein wenig geärgert, da ich safe dachte, dass Lara sich den Zaun hochziehen kann. In der Mitte eines kleinen Wasserbeckens ist eine Säule mit 4 Einkerbungen. Man sollte meinen, dass man jetzt in dem Level 4 Gegenstände findet und diese dort einsetzen muss. Dem ist aber nicht so. Zumindest vorerst. Lara muss durch die Sphinx durch, um weiterzukommen. Hier sind einige ägyptische Statuen abgebildet. Das Gesicht ähnelt der Statue von Ramses dem Großen. Bei Tomb Raider scheinen die Statuen eher Deko zu sein. Weiter im Innern wird die Verzierung an den Wänden bunter und komplexer. Die Ägypter haben damals Tempel und Gräber mit solchen Wandmalereien verschönert. Sie enthielten oft symbolische Darstellungen von Gottheiten, Pharaonen, Tieren oder Gegenständen. Die Farbenfroheit der Wandmalereien in Tomb Raider ist auch gar nicht mal so unrealistisch. Wegen der Trockenheit Ägyptens und der Dunkelheit der Gräber, in denen solche Kunstwerke meistens angefertigt wurden, sind die Farben oftmals kaum verblichen. Neben den Pumas und Mumien lauern im Wasser auch Krokodile auf Lara. Zumindest sind Nilkrokodile wirklich in Ägypten beheimatet. In diesem Level muss Lara auch wieder ihre Akrobatik beweisen und einige knifflige Sprünge meistern. Es werden auch vermehrt Blöcke genutzt, sodass man als Spieler sich einen eigenen Weg bahnen muss. Bei dem Spiegel hier dachte ich, es warten irgendwelche coole Lichtpuzzle auf mich. Dem ist aber nicht so. Das Spiel hat nämlich gar keine richtige Beleuchtung. Alles ist irgendwie von alleine hell. Ist auch okay, sonst würde das Spiel etwa so aussehen. Das Level hat sich zum Ende hin für mich echt gezogen. Es gibt da noch so einen Dünenraum und verschiedene Plattformräume. Insgesamt war mir das Level mit dem Namen Die Stadt von Kamun etwas zu lang. Mal sehen, was der Obelisk von Kamun so drauf hat. Das Ziel dieses Level ist es, ein paar Artefakte von der Mitte einer zentralen Säule zu schnappen. Dafür müssen Brücken heruntergelassen werden, dessen Schalter im gesamten Level verteilt sind. Der Fokus in diesem Bereich liegt vor allem auf dem Plattforming. Die Maps von Tomb Raider wurden mittels eines Grid-Systems entworfen. Das teilt die gesamten Level essentiell in Quadrate auf. Für einen Laufsprung braucht Lara immer mindestens ein Quadrat Anlauf. Wenn man versucht, inmitten diesen Anlaufes zu springen, reagiert Lara nicht. Für mich führte dies dazu, dass ich bei jedem Laufjump einfach wie verrückt Viereck gespammt habe. Dem Spiel ist es halt nun mal egal, ob du die Steuerung unhandlich findest. Es zwingt den Spieler, sich an die Besonderheiten des Spiels anzupassen, nicht andersherum. Heutzutage werden Spiele anders entwickelt
Oft fühlt es sich so an, als wenn jedes Spiel so konzipiert wird, dass es selbst der unfähigste Spieler beenden kann. Ich rede jetzt nicht von Accessibility-Optionen. Dass Menschen mit Handicaps ebenfalls Spiele zocken können, ist eine Megawandlung in der Industrie. Dieses ständige Handholding geht mir aber ziemlich auf den Keks. Dadurch geht etwas Essentielles verloren, die Herausforderung. Klettern in Spielen fand ich schon immer langweilig. Ob in God of War oder Uncharted. Man bewegt einfach nur den Stick in eine Richtung und der Charakter bewegt sich. Tomb Raider macht das Klettern richtig spannend. Distanzen müssen abgeschätzt werden, Routen geplant und jeder Schritt zählt. So wie auch beim echten Klettern halt. Das funktioniert aber auch nur so gut, weil man echt hart dafür bestraft wird, wenn man verkackt. Das erste Artefakt, das ich nach langer Rumspringerei ergattern konnte, war der Skarabäus. Das, was man da aufhebt, sieht für mich aber eher nach irgendeinem Pott aus. In der ägyptischen Mythologie spielt der Skarabäus gar nicht mal so eine kleine Rolle, denn er steht für Wiedergeburt und den Zyklus des Lebens. Der Name Skarabäus besitzt schon eine eigene Anmut. Das alles für einen Käfer, der hierzulande einfach nur als Mistkäfer bezeichnet wird. Nimm du dir das bitte auch zu schätzen. Vielleicht fühlst du dich manchmal oder ganz oft als Mistkäfer. Für irgendwen da draußen bist du aber bestimmt ein Skarabäus. Das zweite Artefakt ist das Siegel des Anubis. Anubis ist einer der wichtigsten ägyptischen Gottheiten. Er war der Gott der Einbalsamierung und Totenriten, dargestellt mit einem Schakalkopf. Ein Siegel war für die Ägypter ein wichtiges Symbol der Autorität, mit denen oft zum Beispiel Dokumente begläubigt wurden. Das dritte Artefakt ist das sogenannte Ankkreuz. Es repräsentiert das Leben und Unsterblichkeit. Das vierte und letzte Artefakt ist das Auge des Horus. Das Auge des Falkengottes Horus repräsentiert Schutz, königliche Macht und Gesundheit. Was das Game jetzt macht, finde ich eigentlich ganz innovativ. Lara wird jetzt nämlich komplett an den Anfang des ersten Levels von Ägypten zurückgeschickt. Erinnert ihr euch noch an die Säule mit den Einkerbungen? Dies ist gar keine richtige Säule, sondern der Obelisk von Khamun. Lara muss nun die eingesammelten Artefakte in den Obelisk einsetzen, um die Grabesstätte zu öffnen. Somit ist das Level auch geschafft. Hier habe ich eine Karte wirklich sehr vermisst. Durch mein ständiges Verlaufen habe ich viel Zeit verschwendet in diesem Level. Lara wird direkt am Anfang des nächsten Levels von sogenannten atlantischen Kriechern attackiert. Wie auch die Zentauren, die eigentlich auch atlantische Jäger heißen, explodieren diese Kreaturen, sobald Lara sie besiegt. Nachdem Lara die Kreaturen besiegt und die Stufen überwunden hat, gelangt sie in eine riesige Höhlenkammer. In der Mitte dieser Höhle befindet sich eine riesige Sphinx. Lara muss in diesem Level mehrere Ankkreuze finden und in die geeigneten Löcher bei der Sphinx einsetzen. Das Spiel hat hier auch eine richtig filmreife Kamerafahrt, sobald man auf die Stirn der Sphinx steigt. Lara muss jetzt an den Höhlenwänden klettern, um verschiedene Räume freizuschalten, in denen sich entweder Loot oder Ankkreuze befinden. Es warten auch wieder die Zentauren auf uns. Beim Klettern tauchen plötzlich fliegende atlantische Kreaturen auf. Die schießen, wie der atlantische Jäger, ebenfalls mit explodierenden Kugeln. Es ist für uns jetzt auch möglich, hier die Uzis zu ergattern. Für mich ist aber unerklärlich, wie die Entwickler darauf gekommen sind, so etwas einzubauen. Man muss einen waghalsigen Sprung auf eine unsichtbare Plattform wagen, um die Uzis einzusammeln. Das ist kein Fehler in der Emulation. Selbst im offiziellen Guide steht, man muss auf diese nicht sichtbare Platte springen. Die nicht natürlichen Elemente gefallen mir ja, aber das kommt mir nur unnötig kompliziert und lazy vor. Unsere Mühen werden aber belohnt. Die Uzis sind nämlich meiner Meinung nach die besten Waffen im Spiel. Ich wünsche nur, ich hätte das früher erkannt. Das Spiel überschwemmt dich nämlich mit Munition. Trotzdem benutzte ich fast immer die Pistolen wegen der unendlichen Munition halt. Sobald Lara die Kreuze eingesetzt hat, kann sie die Sphinx betreten, um prompt in einen riesigen Untergrundsee plumpsen. 2 riesige Statuen lauern unter der Oberfläche. Wirklich angsteinflößend. Beide Statuen ähneln den Gottheiten Anubis
und Osiris. Lara muss jetzt mittels Hebeln den Wasserspiegel des Untergrundsees verringern, um ins Innere der Osiris-Statue zu gelangen. Steigt sie die gesamte Statue empor, erlangt sie am Ende einen Skarabäus und findet sich bei den Stufen ganz am Anfang des Levels wieder. Sofort versuchen ein paar atlantische Kriecher, sie hops zu nehmen. Der Kampf gegen die 3 auf einmal ist schon echt knifflig. In solchen Momenten hilft eigentlich nur Medipack-Spam und auf das Beste hoffen. Jetzt kann Lara endlich in das Herz der Grabstätte eindringen. Hier wartet auch schon ein altbekannter Feind auf sie. Larsen hat sich von seiner Niederlage in Peru anscheinend gut erholt. Er begeht aber wieder den gleichen Fehler. Er stellt sich Lara Croft in den Weg. Lara pumpt auch wieder Larsens quadratischen Schädel voll Blei. Das Innere der Städte ist ansonsten noch mit sehr vielen schönen Wandmalereien bedeckt, die ich so auch nicht woanders in den Levels gesehen habe. Bis jetzt hat Tomb Raider das richtig gut durchgezogen. Je weiter Lara in der Grabstätte kommt, desto detail- und facettenreicher wird die Umgebung. Was mir bei Ägypten wirklich besonders gut gefällt, ist, dass diesmal einer Mythologie und einer antiken Zivilisation treu geblieben wurde. Lara kann sich nun den 3. Teil der Skion schnappen. Da haben wir ja endlich das kleine Biest. Howdy. Guten Tag. Haben Sie Larsen das Licht ausgeblasen? Wenn man es so ausdrücken will. Tja, Ihr kleiner Ferienausflug ist zu Ende. Wird Zeit, dass ich zurückbekomme, was Sie mir gestohlen haben. Schauen wir doch mal in die Lunchbox. Na los, tötet sie! Ihr Vollidioten! Lasst uns gehen. Kommt, seid ehrlich, wer von euch kennt das nicht? Mutti hat euch irgendetwas Ungenießbares mit in die Schule gegeben. Mutti das zu sagen, würde aber ihr Herz brechen. Anstatt das Futter zu mampfen, wollt ihr es wegschmeißen. Abends fällt euch aber unter Schrecken ein, dass ihr das Essen aus Versehen in der Brotdose vergessen habt. Bevor ihr aber zu eurem Rucksack gelangen könnt, seht ihr, wie eure Mutter gebückt vor dem Ranzen steht und sie ruft laut aus: Schauen wir doch mal in die Lunchbox. ja, sorry, okay. Das Voice-Acting bringt mich echt auf komische Gedanken. Weiter jetzt mit Tomb Raider. Lara verfolgt das Trio zu einer Yacht, in der sie sich heimlich einschleicht. Abends kommt das Boot an einer Insel an und Lara springt ins Wasser, bevor sie jemand entdeckt. Das nächste Level startet auch direkt unter Wasser, bis man dann realisiert, dass man sich in einer Mine befindet. Die zweite Realisierung ist aber noch viel schlimmer. Lara wurden alle Waffen weggenommen. Anstatt wieder in irgendwelchen Höhlen von antiken Zivilisationen herumzustreunern, ist dieses Level nun eine moderne Mine. Das Design der Türen, Blöcke und Hebel wurde dementsprechend auch angepasst. Laras erstes Ziel ist, 3 Sicherungen zu bergen. Natürlich will sie außerdem so schnell wie möglich ihre Waffen wieder. Ich habe wirklich etwas gebraucht, bis ich mit diesem Level warm geworden bin. Hier zum Beispiel gibt es eine ganz weirde Aufgabe mit den rollenden Steinen. Man sieht hier einen Durchgang, der aber versperrt ist. Mich hat das total lange zum Grübeln gebracht, bis ich dann bemerkt habe, dass die Kugeln sich jedes Mal resetten und ich einfach nur schnell genug sein muss. Dahinter verbirgt sich nämlich die erste Sicherung. Das gesamte Level ist wieder richtig schön interconnected. Will heißen, oft muss man wieder an den Start zurück, weil dann etwas Neues freigeschalten wird. Ein Hebel in der Mine zum Beispiel verrückt das Boot, das wiederum einen ganz neuen Abschnitt am Anfang freischaltet. In diesem Abschnitt wird einem auch ganz subtil mitgeteilt, wem diese Mine eigentlich gehört. Die nächste Sicherung versteckt sich hinter diesen Blöcken. Dann kommt aber plötzlich ein Cowboy und greift Lara an. Eigentlich kein Problem. Da Lara aber die Waffen fehlen, bin ich komplett in Panik verfallen. In der Hektik gelang mir aber dieser absolut epische Sprung.
Wisst ihr, was diesen Moment so episch für mich gemacht hat? Er war nicht geskriptet. Keine vorgegebene Actionszene kann mir das Gefühl geben, das ich hatte, als ich diesen Sprung gelandet habe. Vorhin in der Cutscene wurde es ein wenig angedeutet. Hier sehen wir es aber nochmal schwarz auf weiß. Die Minen wurden in einem Vulkan erbaut und Lara muss sich jetzt auch noch vor Lava in Acht nehmen. Lava ist ein Instant-Tod für Lara. Hier habe ich die erste von Laras Waffen wiedergefunden, die Shotgun. Habe ich eigentlich schon erwähnt, wie cool es ist, dass Lara die Shotgun auch wirklich trägt? Nein? Okay, dann habe ich es jetzt erwähnt. Dann kann ich auch direkt ansprechen, wie abwechslungsreich die Tomb Raider Levels innerhalb der Levels sind. Also, dass die Level sich voneinander unterscheiden, ist schon gut. Aber innerhalb der Level gibt es auch meistens genug Abwechslung, damit es nicht langweilig wird. Dieses Level hier startet zum Beispiel in einem kleinen Wasserhöhenabschnitt, führt zu einer Mine und dann in diesen Lavasumpf. Sau gut gemacht, wirklich. Die Herausforderungen lassen auch nicht nach. An dieser Situation hier musste ich echt lange knabbern. Lara rutscht hier vorne und hinten runter. Ich war wirklich perplex, denn um komplett rüber zu springen, ist die Distanz zu groß. Was man erstmal realisieren muss, ist Folgendes. Obwohl die Plattformen links und rechts ebenfalls angewinkelt sind, rutscht Lara dort nicht automatisch herunter. Echt gemein, aber gut. Die Entwickler wollten mich hops nehmen und das Ziel haben sie auch erreicht. Dieser Minenabschnitt loopt auch wieder zu dem Cowboy zurück, den wir jetzt dank der Schrotflinte unsere Vergeltung spüren lassen können. Der hatte Laras Magnums dabei. Für die letzte Sicherung muss Lara nur noch ein Fließband betätigen. Als ich diese Sicherung einsetzte, buggte mein Spiel und das Haus wurde irgendwie so zweimal gezeigt. Zum Glück hindert dieser Glitch Lara nicht am Weiterkommen. In dem Haus findet sie ihre Pistolen wieder. Lara muss danach wieder zurück in die Lavaminen. An ein paar TNT-Kisten vorbei muss sie sich nämlich dem Skater-Kit stellen. Die Boss-Arena ist sogar perfekt für diesen Möchtegern Tony Hawk ausgelegt. Für mich sind die Kämpfe gegen die Menschen der schwächste Teil am Spiel. Meistens muss man nur auf den Typen starren und Laras Knarren abfeuern, um zu gewinnen. Vorausgesetzt, Lara hat genug Medikits dabei, versteht sich. Der Kampf gegen das Skater-Kit ist wenigstens ein bisschen abwechslungsreicher, dank dem Skateboard. Lara bringt den Jungen letztendlich kaltblütig um und nimmt ihn die Uzis wieder weg. Wisst ihr, was mir jetzt erst wirklich auffällt? Wie weird ist es eigentlich, dass die antiken Grabstätten alle voller moderner Munition, Waffen und Medikits waren? Aber hey, manche Sachen muss man einfach hinnehmen und das ist auch okay so. Nach dem Skater-Kit warten ein paar enge, verwinkelte Räume auf sie. Da hier alles die gleiche Textur hat, ist es teilweise echt schwer zu erkennen, wo lang es gehen soll. Am anderen Ende wartet dann der Lunchbox-Boy mit Shotgun auf Lara. Nun hat sie jeden von Natlas Leuten fertig gemacht. Lara muss jetzt in dieses riesige, antike Gebäude rein, dessen Aufbau vermuten lässt, dass es sich um eine Pyramide handelt. Das nächste Level startet mit einer kurzen Cutscene. Natla aktivierte irgendwas mit den 3 Teilen der Skion und die Vulkaninsel entpuppte sich als getarnte Pyramide. Diese Pyramide konnten wir bereits in der Vision erblicken, die Lara in dem Grab von Tihucan hatte. Sie befindet sich also nun in dem sagenumwobenen Atlantis. Und es sieht definitiv nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. What the duck? Wo sind wir hier gelandet? Dieses Design hat mehr Ähnlichkeit mit Doom als mit Uncharted oder Indiana Jones. Was witzig ist, denn die Entwickler haben vor allem bei Release sehr darauf gepocht, dass Tomb Raider sich von der Masse an Doom-Klonen abheben wollte. Das haben sie auch definitiv getan. Versteht mich nicht falsch. Diese mit Gewebe überdeckten Wände und die Höllenmonster haben mich nur an Doom erinnert. Lara trifft hier nun ausschließlich auf atlantische Kreaturen. Anscheinend wurden die hier gezeugt, da sie aus diesen riesigen Kugeln, die wahrscheinlich Brutkästen darstellen, ausbrechen und Lara angreifen. Im Umkehrschluss heißt das doch, dass Natla die Dinger in Peru, Griechenland und Ägypten ausgesetzt hat, oder? Wurde der als Statue getarnte Zentaure auch hier gezeugt? Hat ihn Tihucan vielleicht mitgenommen? Und die wichtigste Frage, wen juckt's, Adam? Spiel weiter. Okay, fiktive Figur, die meine Hater darstellen soll. Ich mach weiter. Das Leveldesign hat spätestens ab hier nur eine Mission: Lara umbringen. Die Monster, die Fallen und die Plattformen arbeiten harmonisch zusammen
und dem Spieler das Leben zur Hölle zu machen. Zudem ist dieses Level um einiges linearer als die Level zuvor. Anstatt dass die Bereiche miteinander connected sind, wird Lara jetzt von Abschnitt zu Abschnitt geschoben. Die Abwechslung an sich ist begrüßenswert. Ein bisschen geht dabei für mich aber verloren. Für mich fehlen nämlich jetzt die Aha-Momente, die ich jedes Mal hatte, wenn ich herausgefunden habe, inwiefern die einzelnen Bereiche eines Levels miteinander verknüpft waren. Lara muss sich immer weiter die Pyramide hochkämpfen. Dabei wird das Design immer ekelhafter. Zum Ende hin pulsieren die gewebeüberwucherten Wände und der Boden ist komplett von irgendeiner fleischigen Masse bedeckt. Irgendwann kommt Lara in eine Art Thronsaal an. Hier sind 3 Throne aufgestellt, vermutlich für die 3 atlantischen Herrscher, die Lara in der Skion-Vision sah. Am Ende des Levels haben die Entwickler nochmal einen richtig hektischen Kampf mit 2 Atlantis-Hunden platziert. Inmitten des Chaos ist mir dann aufgefallen, dass eines der Kreaturen auf Lara schießt. Bei näherer Betrachtung imitiert das Monster nur Laras Moves. Das ist die atlantische Lara. An alle, die einen Nacktmod haben wollten, hier ist die unbekleidete Version von Lara. Samt Augenbrauen und Titty-Knochen, so wie du Schlinge sie haben wolltest. Da Body Horror Titty Bone Lara hier wirklich jede Bewegung imitiert, können wir sie auch in ein Lavabecken locken. Im offiziellen Guide steht, dass diese Imitation ein Trick von Atlantis war, um Lara endlich zu besiegen. Wie auch die Hand eines Teenagers beim Tomb Raider spielen, ging dieser Plan in die Hose. Zwischen Lara und der Skion steht jetzt nichts mehr. Das könnt ihr nicht tun. Wir verurteilen dich, Nadler von Atlantis, für deine Verbrechen. Wegen krassen Missbrauchs deiner Kräfte und wegen Diebstahls unserer Kräfte. Das könnt ihr nicht. Ich habe... Du hast den Dreifachverbund zerstört, der unser Volk einträchtig geführt und beschützt hat. Du hast Tiokan und mich mit unserer eigenen Armee herausgefordert. Hast unsere Krieger von der Pyramide fortgelockt, damit du die Schöpfungskraft der Pyramide für deine stumpfe Zerstörungswut missbrauchen konntest. Stumpf? Seht euch doch an. Keiner von euch hat auch nur einen Funken Erfindungsgeist im Kopf. Verschwender! Lass es uns einfach tun. Tiokan! Du hast eine heilige Opferstätte aus purer Habsucht geschändet und als Brutfabrik missbraucht. Eine neue Generation zum Überleben geboren. Jetzt sind sie Hackfleisch. Und dich, Nadler, werden wir in Stasis versetzen. Deine Adern und Füße, dein Herz und dein krankes Hirn mit gefrorenem Blut bedecken. Schau deiner ewigen Unruhe in die Augen, Nadler. Ihr werdet auch keine Ruhe finden und euer verdammter Kontinent Atlantis. Doch nochmal ein cooler Twist zum Ende hin. Nadler war also eine der 3 Herrscher von Atlantis. Sie ist auch für den Untergang der Zivilisation verantwortlich. Wegen ihrer Machenschaften wurde sie von Tihocan und Qualopec eingefroren. Die Szene ganz am Anfang zeigte also, wie ihr ewiges Gefängnis freigelegt wurde. Was mich an der Szene echt nervt ist, dass Tihocan im Deutschen die gleiche Stimme hat wie Larsen. Du hast eine heilige Opferstätte aus purer Habsucht geschändet und als Brutfabrik missbraucht. Leider nein. Miss Jacqueline Nadler sucht sie, von Nadler Technologies. Da hätte man doch auch so einen Voice-Filter drüber klatschen können wie bei Qualopec. Na, wieder da? Sie auch. Zur feierlichen Wiedereröffnung nehme ich an. Die Evolution steckt in der Sackgasse. Kaum noch natürliche Auslese. Die Ausbreitung neuer, frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen, uns stärken und voranbringen, sogar neue Rassen erschaffen. Eine Art gedobte Evolution also. Ja, ein Tritt in den Hintern. Die albernen Wichte Qualopec und Tiocan haben ja keine Ahnung. Der Untergang von Atlantis hat eine Rasse träger Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen. Dies ist, was die Welt braucht. Nicht auf diese Art. Ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden. Zu spät für eine Abtreibung. Nicht ohne das Herz der Operation. Nein! 10. 5.
Natlas großer Plan ist also, die Evolution der Menschheit mittels ihrer Monster zu beschleunigen. Mal schauen, was Natlas Kreation so drauf hat. Ein epischer Bosskampf beginnt. Das riesige, halbgare Skelettmonster erinnert mich irgendwie an Gott aus Silent Hill 3. Ich hätte nicht gedacht, dass Tomb Raider und Silent Hill Überschneidungspunkte haben. Das Monster jagt Lara hinterher und versucht, sie zu schnappen. Die Angriffstaktik, die das ganze Spiel über super funktioniert hat, klappt hier leider nicht mehr. Ihr müsst wissen, das Schwerste an dem Boss ist nicht sein Angriffspattern oder das Moveset, sondern die Bossarena an sich. Ich bin immer wieder gestorben, weil ich mit Lara aus Versehen runtergesprungen bin. Einfach nur dröge um den Titan herumlaufen und schießen war dann des Rätsels Lösung. Dadurch ist dieser eigentlich sehr episch inszenierte Bosskampf doch eher langweilig. Sobald Lara das Monster besiegt, muss sie weiter nach Natla suchen. Lara hat mit ihr schließlich noch eine Rechnung offen. Der Guide beschreibt das Level hier als die Kür des Spiels, in dem der Schwierigkeitsgrad nochmal auf die höchste Stufe gestellt wird. Dem kann ich definitiv nicht zustimmen. Das Level ist knackig, ja, aber durch die ganze Spielerfahrung gewöhnt man sich nun einmal irgendwann an den Schwierigkeitsgrad und antizipiert, wann das Spiel einen Hops nehmen will. Was einen Spieler spätestens jetzt an Tomb Raider faszinieren sollte, ist die reine Masse an Content, die hier geboten wird. Wenn man das Tutorial mitzählt, hat Tomb Raider 1 in der Originalfassung ganze 16 Levels. Wie ich auch schon beschrieben habe, sind die Levels alle sehr abwechslungsreich, sei es vom Design, von den Texturen oder vom Gameplay her. Das war damals, so wie heute auch, nicht selbstverständlich. Als die Entwickler zu dieser revolutionären 3D-Engine samt Room-Editor befragt wurden, hatten sie Folgendes dazu zu sagen. Paul hat die 3D-Engine mal eben entwickelt. Ja, und so war das damals auch. Das Genie Paul H. Douglas hat mal eben in 6 Monaten zusammen mit Gavin Romery eine flexible 3D-Engine samt einfach zu benutzenden Room-Editor aufgebaut. Wirklich beeindruckend, was ein kleines, passioniertes Team in so einer kurzen Zeit hinbekommen hat. Um das Xion-Debakel ein für alle Mal zu beenden, zerstört Lara das Ding und die gesamte Pyramide fängt an einzubrechen. Das Spiel lässt jetzt nochmal eine Menge Kreaturen auf Lara los. Ihr Weg ist nun mit Lava, Fallen und kniffligen Puzzles gespickt. Hier, im allerletzten Level, habe ich dann auch herausgefunden, dass Lara, wenn sie langsam geht, einfach durch die Stacheln steppen kann. Man merkt richtig, die Entwickler hatten Spaß dabei, nochmal viele gemeine Fallen aufzustellen. Wie gesagt, dank Erfahrung, aber alles machbar. Der wahre letzte Bossfight findet mit Natla in dieser riesigen Kammer statt. Dieser Kampf ist einfach um Welten besser als der gegen das riesige Monster. In dieser Arena ist nämlich Laras Akrobatik zum Vorteil und nicht zum Nachteil, so wie vorhin. Natla fliegt herum und schießt explodierende Organbälle auf uns. Der Kampf hat sogar 2 Phasen, denn sobald Lara die fliegende Natla besiegt, greift sie Lara erneut an. Dann ist sie aber leider nur wie jeder andere menschliche Gegner auch, ohne irgendwie eine größere Herausforderung darzustellen. Ich vermute, dass die zweite Phase eher eine Überraschung sein soll und keine Challenge. Jetzt muss Lara noch einige gewagte Sprünge meistern, bevor sie aus der Pyramide fliehen kann. Wie auch schon im ganzen Spiel stellt im Gegensatz zu den Bossfights das Plattforming am Ende nochmal eine krasse Herausforderung dar. Das Level endet mit einer rasanten Rutschpartie, die in die Freiheit führt. Ja, und das war's auch schon, Leute. Das war Tomb Raider in seiner ganzen Glorie. 6 Personen haben dieses Meisterwerk auf die Beine gestellt. Wirklich Hut ab.
Tomb Raider ist wirklich ein knochenhartes Spiel. Während Silent Hill sich dachte, es müsste einfacher werden, um ein weibliches Publikum zu erreichen, hat Tomb Raider einfach einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Trotz der anvisierten männlichen Zielgruppe und des schwierigen Gameplays ist Tomb Raider vor allem bei weiblichen Fans heute noch sehr beliebt. Für mich ist Tomb Raider das bisher härteste Spiel, was ich für die PS1 gespielt habe. Dabei bleibt es aber immer fair, meistens jedenfalls. Das Klettern und Plattforming gepaart mit dem Leveldesign waren für mich wirklich das Highlight des Spiels. Wenn es um die Kämpfe und die Story geht, schwäche Tomb Raider 1 meiner Meinung nach ein wenig. Was bei den Kämpfen fehlt, macht das Spiel aber durch die Gegnervielfalt wieder wett. Und was der Story fehlt, wird durch die durchgehend gute Atmosphäre gut ersetzt. Tomb Raider 1 ist wirklich ein klasse Spiel, was sich rasant einen großen Platz in meinem Gamerherz verdient hat. Zu Beginn habe ich euch ja ein Level-Ranking versprochen. Das Ranking erfolgt rein nach meinem persönlichen Empfinden. Falls euch meine Liste missfällt, schreibt doch gerne euer Ranking in die Kommentare. Platz 16 ist das Zuhause von Lara, weil Tutorial halt. Platz 15 ist die Stadt von Kamun. Dieses Level hat sich für mich einfach zu sehr gezogen. Platz 14 sind die Kavernen. Kein schlechtes Level, aber es hat noch diesen Tutorial-Charakter. Platz 13 ist das Grab von Qualopec. Allein wegen dem blöden Boulder, der mich hier hops genommen hat. Platz 12 ist für mich St. Francis Foley. Dem Hauptraum mit den 4 verschiedenen Türen der Figuren der Antike fand ich zwar echt cool, die Challenges in den Räumen selbst waren teilweise echt unfair und nervig. Platz 11 Atlantis. Das schlauchige Leveldesign ist nicht so meins. Zwar kein schlechtes Level, aber definitiv nicht in meinen Top 10. Platz 10 die Stadt Vilcabamba. Das Level finde ich richtig atmosphärisch, weil ich hier das erste Mal das Gefühl hatte, einer verloren geglaubten Zivilisation auf der Spur zu sein. Platz 9, das Kolosseum. Das Design des Kolosseums hat mir richtig gut gefallen. In der Mitte der Arena gegen Löwen zu kämpfen, hatte richtig was. Platz 8, das Grab des Tihucan. Der Moment mit der Statue, die sich als atlantischer Jäger entpuppt, steckt mir jetzt immer noch in den Knochen. Platz 7, die große Pyramide. Der Bossfight gegen den Riesen war ganz okay und die erste Phase von Netla sogar echt gut. Wodurch das Level richtig glänzt, sind die Plattforming-Bereiche, vor allem beim Lava und am Ende. Platz 6, der Obelisk von Kamun. Die Jagd nach den Hebeln, um die Brücken zu den Artefakten freizuschalten, war echt spaßig. Dass das Level dann auch noch am Anfang des vorherigen Levels endet, fand ich ziemlich überraschend und innovativ. Platz 5, der Palast des Midas. Auch wenn mich dieses blöde Bleibaren und Hand von Midas Rätsel echt genervt hat, ist das Level doch spaßig. Im Endeffekt kann ich die Challenge wertschätzen. Platz 4, die Zisterne. Lara wurde einfach zum antiken Mario. Was soll ich dazu noch sagen? Platz 3, das Heiligtum des Skion. Um diese Riesensphinx herumzuklettern, hat mir riesigen Spaß gemacht. Die angsteinflößenden Unterwasserstatuen haben für eine Next-Level-Atmosphäre gesorgt. Platz 2, Netlas Katakomben. Ich weiß, viele werden meine Meinung nicht teilen. Bei Tomb Raider soll es ja schließlich um antike Grabstätten und nicht moderne Minen gehen. Das abwechslungsreiche Leveldesign, gepaart mit Laras Jagd nach ihren Waffen und die Minibösse, machen für mich das Level zu meiner Top 2. Top 1, das verlorene Tal. Dieses Level beinhaltet wirklich die Kernessenz dessen, was für mich ein gutes Tomb Raider Level ausmacht. Erstmal kniffliges Plattforming im Tal, was super ist. Dann ein Puzzle, das du lösen musst, was dich am Ende zum Anfang des Levels zurückholt. Und einfach verstorben geglaubte Dinos samt T-Rex Bossfight. Besser als das verlorene Tal geht es meiner Meinung nach einfach nicht. Hier ist mein Ranking noch einmal komplett. Haut wie gesagt auch gerne nochmal euer Ranking raus. Da habt ihr es, meine Lieben. Wie versprochen, ein Tomb Raider Video. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ich für ein Like und Abo sehr dankbar. Folgt auch gerne auf Instagram oder Twitch. Als Kanalmitglied kann man mich zusätzlich finanziell unterstützen. Man bekommt coole Badges, exklusive Emojis und Vorabzugriff zu meinen Videos. Ich möchte mich namentlich bei den EVE01s Kim und Heike Dropkick, danke übrigens für die Empfehlung von Tomb Raider, ihr beiden, Dio, Health aka Julian und Bin ich nicht aka Zonk bedanken. Vielen Dank für euren Support. Als nächstes Video kann ich dir Metal Gear Solid oder auch Silent Hill 3 empfehlen. Adam01 schaut jetzt Gone Gone. Bye bye.